Heute geht es um dieses Bild und das habe ich gemacht mit einem Spachtel, mit einem ganz normalen weichen Spachtel. Aber es geht eben auch mal wieder darum, seinen Plan loszulassen, Anregungen zu holen natürlich. Um Linien geht es auch mal wieder, verschiedene Werkzeuge dafür. Ja. Ach, und am Ende des Videos zeige ich euch noch ein Bild, was ich zugeschickt bekommen habe. Viel Spaß! Für dich ist es vielleicht einfacher, wenn du anfängst, dir einen Bleistift zu nehmen und einfach mal die Fläche grob einzuteilen. Ich ziehe also ein paar Linien, jetzt mehr im Mittelfeld, 2/3 der Leinwand, also guck schon, wie könnte jetzt die Fläche aufgeteilt werden. Ich glaube, das hilft dir dabei, einen kleinen Einstieg zu kriegen, damit du weißt, wo du dann überhaupt Farbe draufsetzen kannst oder wo du kleine Abgrenzungen vornehmen kannst. Und ich fange jetzt hier einfach mal an mit dem Spachtel, trage eine helle Farbe auf, also weiß und blau. Dann damit erst mit den hellen Farbtönen anfangen, dann kannst du auch immer dunkler werden. Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute ein blaues Bild zu malen und jetzt wird es doch ein ganz grünes Bild, denn der Einfluss von meinem gestrigen Malkurs ist da noch ganz stark. Da habe ich nämlich eine starke Grün-Liebhaber-Fraktion in dem Kurs. Aber der ist halt auch gerade dafür verantwortlich, dass dieses Video überhaupt gemacht wird oder dass ich das mache, denn es geht auch nochmal um den Spachtel, wie handhabe ich den Spachtel. Also ich habe ein Weiß eben im Untergrund und wenn ich einen anderen Farbton darauf gebe und das hier ineinander ziehe, dann siehst du auch gerade, dass die Übergänge sehr weich werden. Und diese Art der Malerei nennt man eben auch nicht nur Spachteltechnik, sondern es ist gerade eine Nass-in-Nass-Arbeit. Du siehst auch, dass du, wenn du die dunkle Farbe einfach dagegen setzt, gerade im trockenen Bereich, dann bleibt die eben so, wie du sie aufsetzt. Und verteile ich jetzt die Farbe hier in die andere Farbe, dann werden die Übergänge eben weich. Aber auch, weil die Farben gut zueinander passen. Sie sind also monochrom gemalt. So, jetzt setze ich hier nochmal das Weiß gegen. Ich habe ja auch ein paar Linien im Untergrund gemacht. Also du kannst jetzt natürlich auch deine Felder, die du vorher mit dem Bleistift dir eingearbeitet hast oder drauf gezeichnet hast, kannst du jetzt natürlich auch einfach nur füllen mit dem Spachtel. Ich selbst bleibe jetzt eben ein bisschen offen natürlich und ja, gucke gerade, inwieweit mir die Bildaufteilung gefällt, die ich vorher gemacht habe, wie möchte ich die wieder abändern und gehe eben einfach darauf ein, was ich jetzt sehe, was ich verändern möchte, wie die Farbtöne wirken, wie die Farben ineinander sich verziehen lassen. Mit dem Weiß hier habe ich natürlich einen härteren Kontrast. Wenn ich den darauf trage, das Dunkle von unten ist da sehr stark und sehr fest im Untergrund, sodass ich da eben mehr reinarbeiten müsste, die Farbe reinarbeiten muss, ehe ich die da überhaupt wieder gelöst bekomme. Ich arbeite hier nur mit 3 Farbtönen. Und zwar habe ich ein Olivgrün genommen, ein echt Blau und ein Weiß.
also mehr nicht. Und diese 3 Farben habe ich oder mische ich zum Teil eben auf der Leinwand, habe ich aber auch vorher schon in diesen Schälchen, die du hier neben mir siehst, angemischt. Ja, du kannst natürlich auch mit einer Farbe so richtige Hauptteile setzen. Also so wie hier jetzt zum Beispiel einen großen Akzent setzen, womit du eben auch, wie du siehst, gerade das Bild stark bestimmst. Also einen richtigen Akzent setzen mit dem Spachtel, mit dem Werkzeug, einfach so. Weil ich kann jetzt hier auch genau scharfe Abgrenzung vornehmen und die Farbe da wieder abziehen. Ja, dadurch, dass das eben Ton in Ton ist, passt das alles. Würde ich jetzt ein Orange hier draufsetzen, würde es alles verschmieren und ins Braun gehen. Aber das könnte man ja zum Beispiel auch später machen, wenn die Farbe schon trocken ist. Ja, mir kommt jetzt hier gerade eine Idee. Ich könnte einfach auch jetzt die Bildaufteilung, die ich vorher schon habe, oder vielleicht hast du dir auch eine Skizze gemacht, schon mal einfach einzeichnen. Das hilft einem auch, wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiterkommt. Also ich war jetzt gerade am Überlegen, ja gut, wie arbeite ich jetzt weiter? Wie kann ich die Fläche weiter wieder einteilen? Und krickel jetzt hier einfach mal wieder was drauf mit einem Bleistift direkt in die nasse Farbe. Ja, und du könntest jetzt direkt mit einem Spachtel oder auch mit einem Malmesser diese Flächen wieder weiter ausmalen. Aber mir liegt das gerade gar nicht. Also ich hatte jetzt zwar die Idee im Kopf, aber merke, das widerstrebt dem, was ich jetzt oder wie das Bild jetzt auf mich wirkt. Also der Plan im Kopf geht gerade mal wieder nicht auf mit dem, was ich jetzt hier machen will. Es macht auch einfach richtig viel Spaß. Die Farbe lässt sich wunderbar verarbeiten. Ich kann sie einfach wegnehmen und draufziehen. Hier mit der Kante von dem Malmesser die Farbe rausziehen. Und das macht einfach Spaß. Da will ich jetzt mich auch nicht festlegen mit. Also ich wäre dann ja quasi schon wieder gleich fertig, wenn ich jetzt diese Felder ausmalen würde. Das ist alles total geplant und wenig offen. Das ist gar nicht so meins. Zumindest jetzt gerade nicht.
Ja, der Kopf kommt doch immer wieder durch und ich hatte also vorgehabt, hier vorne so Blätter drauf zu malen später und ich werde das einfach mal kurz probieren und dann habe ich quasi ja meinen Auftrag auch erledigt und bin dann auch wieder freier. Also ich kann dann, weiß ich, also ich brauche eh gerade noch Zeit, um das zu finden, wonach ich hier gerade suche. Und das nutze ich einfach, um meine Idee kurz umzusetzen, um dann wieder zu verwerfen. Also ich verwerfe jetzt meinen Plan und bleibe trotzdem irgendwie in der Bildaufteilung oder möchte es zumindest. Und ich mache jetzt hier eine Figur drauf. Also kein dekoratives Blatt, sondern mir ist jetzt nach einer Figur und die werde ich jetzt hier einfach mal auch mit einem Bleistift in die nasse Farbe einfach mal draufsetzen. Ja, und ich fahre jetzt hier einfach mal so den Abgrenzungen, die so zufällig entstanden sind, mit dem Bleistift nach und grenze sie damit etwas ein und betone damit diese Flächen. Ja, und das kommt dem schon näher, was mich weiter inspiriert. Also es ist etwas wie, ich sehe jetzt hier für mich gerade sowas wie eine Skulpturenlandschaft in der Toskana. Keine Pappeln, sondern einfach Skulpturen. Das wäre jetzt gerade so die Idee, die mir in den Kopf kommt. Und hier kann ich einfach auch dann nochmal eher gerade die Abgrenzung tatsächlich flächiger gestalten. Also umso mehr ich jetzt Fläche ausmale, umso flächiger wird es auch und umso weniger Tiefe erhalte ich in dem Bild, also was die Bildaufteilung angeht. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Fläche dicht mache mit einem Farbton, ganz opak, dann tritt die hervor und geht quasi neben die Figur. Und da merke ich, das finde ich zwar ganz schön, aber es muss ein bisschen dezenter sein. Deshalb ziehe ich hier die Farbe nochmal wieder ein bisschen zurück, damit sie wieder weiter nach hinten geht. Sonst ist sie zu dominant der Figur gegenüber. Ja, zwischendurch habe ich überlegt, das Bild hätte ich vielleicht besser hochkant nehmen sollen und hätte dann die Skulptur darauf setzen sollen, dann wäre es ganz schön stimmig gewesen. Aber das war nur ein Gedanke, der so auftauchte und den ich auch gleich wieder verworfen habe, denn das wäre so gewesen wie mit den Blättern, die ich ja ursprünglich draufsetzen wollte. Es wäre einfach ein Plan gewesen, der durchdacht wäre, den ich dann umsetze, aber so ist es halt etwas anderes. Ich kann jetzt hier eben nicht so genau planen, sondern ausprobieren, feststellen, Fehler machen, die eigentlich keine sind. Ja, es
abändern. Die Skizze, die eben im Vorfeld entstanden ist, einfach abändern und größer machen. Ich setze hier hinten nochmal Skulpturen hin, nicht nur, weil es besser in die Bildaufteilung passt, sondern weil ich hier gerade ein Thema für mich auch gefunden habe und was ich ja so darstelle. Und du brauchst, wenn du so eine Skulptur machst, keine perfekten Proportionen darzustellen, sondern einfach eine Skizze machen, die so spontan ist. Also versuchen da den Perfektionismus rauszulassen. Ich ziehe die Linien nochmal nach und zwar habe ich dafür einfach einen Kugelschreiber genommen, weil der lag hier gerade. Und der ist schwarz, also nicht blau und gibt wunderbar die Farbe ab. Also die Farbe ist noch ein bisschen nass, aber es geht, also die ist schon angezogen. Mit dem weißen Stift umrande ich hier jetzt nochmal nicht umranden, das stimmt gar nicht. Ich ziehe nochmal einfach Linien rein. Ich durchbreche hier die Fläche, betone die Figuren, bringe dann Licht in die Figuren und dann weiß ich auch oder merke ich gerade, dass das dann für mich stimmig ist und das Thema, was halt bei mir aufgekommen ist während des Malens, habe ich dann für mich so dargestellt. Hier habe ich jetzt gerade gemalt und hier siehst du eben meinen Arbeitsplatz und das sind die Farben, mein blaues Pigment, mein Grün, was da angemischt ist. Ja, und da habe ich jetzt das Bild hingestellt und es trocknet da jetzt. Du kannst eben die Technik verwenden und dann auch deins drauf skizzieren, ob das jetzt eine Landschaft ist oder eine römische Skulpturen oder ein Blatt oder eine Vase oder was auch immer. Das kann man ganz wunderbar so umsetzen. Ja, jetzt möchte ich dir im Nachfolgenden nochmal ein Bild zeigen, was ich zugeschickt bekommen habe von Carla. Ja, liebe Carla, vielen Dank für dein Bild, was du mir geschickt hast und den netten Brief. Ich war sehr überrascht, da ich dich ja kenne
hätte ich es nie gedacht, dass du mal an die Leinwand gehen wirst, und freue mich umso mehr, dass du das einfach mal ausprobiert hast und dazu noch eben sehr, sehr glücklich bist und stolz über dein erstes Kunstwerk. Du hattest geschrieben, dass du schon lange mit den Gedanken gespielt hattest, einmal wirklich ein Bild nach den Videos zu malen. Das wusste ich gar nicht und freue mich natürlich umso mehr, dass du es dann einfach gemacht hast. Vielen Dank für dein Interesse, und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du es liken würdest, abonnierst, und auch über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Danke.